So, wunderschönen Donnerstagabend allerseits. Und wenn ich allerseits sage, meine ich, so wie es aussieht, gerade niemanden, aber das macht überhaupt nichts, weil wir jetzt erstmal schauen müssen, wie sich das neue Update mit dem gleichzeitigen Stream verträgt auf meinem Rechner. Da bin ich nämlich noch ein bisschen skeptisch, ob das so klappt. Ich habe natürlich gestern schon mal reingeschaut und ein paar Einstellungen und sowas gemacht. Konsens ist ja, dass ja, Performance könnte besser sein. Erstmal schauen, ob es von der Streaming-Software automatisch erkannt wird. Da geht's hier schon mal los. Oh, belastend. Ja, warte, das liegt vielleicht daran, dass es dieser bescheuerte Launcher ist. Das ist ja fantastisch. Ja, dann müssen wir den Monitor einfach. Ich hab's schon, würde ich sagen. Versuchen wir es mal damit. Any Fullscreen Application. Nein. Okay. So, warte. Okay. Das Problem wird mir gelöst. Wenn auch nicht auf die eleganteste Art. Naja, gut. So, wir müssen unseren manuellen Speicherpunkt laden. Bescheuert. Ah, hier. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Wir sind bei 59, 60 Frames. Das ist ja ganz gut. Wir reden gerade nochmal mit. Kann man da aufnehmen? Achso. Eine Kerze. Geralt? Is turned up, no eyes in its head, no heart in its breast. What beast kills that way? Only man's capable of that kind of cruelty. Kiss my ass! A witcher. That's the life. Okay. Ja, 45 Frames kann man so machen. Kommt es bei euch an? Sieht gut aus. Okay.
Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch. Das würde ich gerne noch einstellen. So ist vielleicht besser. So. Also. Ich würde vielleicht gern mal die Sachen holen, die wir bekommen haben mit der Enhanced Edition. Ich weiß zwar schon, dass die Käse sind und dass wir die eigentlich verkaufen müssen, aber ich bin ja so ein Komplettist. Brief mit Jennevers Anweisungen. Mein lieber Freund, ich hatte schon ein Gefühl, dass ihr vor Visima keine Gelegenheit haben würdet, miteinander zu sprechen. Also schreibe ich dir diese Nachricht. Ich weiß, dass ihr beide uns viel zu sagen hätten, aber dafür wird später noch Zeit sein. Überhaupt wird der Brief sich nicht dazu eignen, über uns so wichtige Themen zu sprechen. Der Grund für mein Schreiben, dich erwartet etwas Besonderes im Königspalast von Visima, ein Geschenk von Emir und auch von mir. Du kannst es jederzeit nach deiner Audienz bei ihm abholen. Wenn du den Thronsaal verlässt, geh den überdachten Weg im Hof entlang, biege an der Ecke rechts ab und dreh durch die erste Tür zu deiner Linken. Du wirst dich in einem Raum mit Kamin wiederfinden. Geh durch die hintere Tür ins Nebenzimmer. Unter einem Fenster wirst du dort eine Truhe sehen. Falls diese Wegbeschreibung zu kompliziert für dich ist, kann dir der Kamera bestimmt weiterhelfen. Du als erfahrene Spurensucher bist du sicher in der Lage, den Weg zu finden. Deine Freundin Jennifer. Genau, das machen wir nicht als erstes, einfach weil ich also ein bisschen komplettistisch drauf bin. Also nochmal einen Weg finden. Oh, au. Ah ja, Sprungdistanzen sind ja auch, oder Sprungschaden, Fallschaden ist ja, oh warte, ich würde gerade mal zum Friseur gehen. Das Gefühl, dass heute nicht viele Leute kommen und deswegen kann ich mir auch gleich eine bessere Frisur aussuchen. Looking for a barber? Well, you found one. Welcome. I'll plowing shave the gentleman's noggin for half price. Give me a haircut. As long as your hands aren't too shaky. Euch könnte auffallen, dass die Untertitel und so jetzt größer sind. Das kann man jetzt nämlich endlich einstellen. Sie sagten, es wäre unmöglich. Was? Nein, das wollte ich gar nicht. This is not what I Ah. wanted. What do you geil. mean, not what you wanted? Are you cut and coiffed? You are. And even as even can be, I'd say. This is not the look I wanted. And this is not the fate I wanted. I was to be an alderman in Mahakam. Instead, I shaved Fine. cut tramps and ragamuffins. Life deals what it deals. You shrug and you take it. Okay, sehr lustig. Wusste ich gar nicht, also ob es neu ist oder ob ich es einfach nie gesehen habe, dass der besoffene Friseur einem die falsche Frisur gibt. 600 Stunden und wieder was Neues gelernt. Awful pale. Oh, you scared? Oh, He who has lived in virtue shall find warmth at the fire. He who has lived in sin. So, wir können nämlich jetzt zum Palast von Visima, was wir vorher in dieser Phase des Spiels gar nicht gekonnt hätten. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. As hen as queen. So bin ich hier jetzt plötzlich überladen, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch auch buggy. Renard? Bin ich mal überladen, ich habe genauso viel wie vorher. Digga, Quatsch. Es sind een wat gern geraucht. Niente mir detra. Nee, warte, das ist falsch. Und der Botschafter kann noch mit ihm reden? Ich will nochmal
war Atre. Das ist der Vater von der Adligen, die Yes, uns duellieren wollte. Something else? Okay, das kennen wir alles schon. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Mein lieber Freund, wenn du dies liest, hast du die Truhe gefunden, die ich in meinem vorherigen Brief erwähnt hatte. Ihr Inhalt gehört dir. Als ich den Kaiser nach zusätzlicher Unterstützung für deine Mission gefragt habe, erklärte er sich bereit, diese Gegenstände aus seiner persönlichen Sammlung zur Verfügung zu stellen. Die Rüstung aus Dol Blafana ist ein seltenes Stück, das elfische Handwerkskunst und Nilfgaarder Stärke vereinigt. Francesca akzeptierte wohl Emirs Angebot, ihr Nilfgaarder Rüstung für ihre Streitkräfte zu liefern. Aber trotz seiner Bemühungen, diesen Verbündeten am Rand der nördlichen Kategorie Königreich zu unterstützen, erreichte nur ein Teil seiner Hilfe jemals ihr Ziel. Zu niemandes Überraschung waren die Elfen nicht besonders beeindruckt von dem Stahl der Menschen, den sie erhielten, und arbeiteten die Rüstung nach ihrem Geschmack um. Jetzt kann sich endlich das Leibwache der Königin von Dol Blafana verkleiden. Ich weiß, dass du davon schon immer geträumt hast. Was den zweiten Satz von Rüstung angeht, so war der Kaiser noch geheimnistuerischer. Angeblich handelt es sich um diplomatische Geschenke aus fernen Königreichen. Die Tigerrüstung wurde wohl ausdrücklich für einen westlichen Herrscher geschmiedet, also für Emir, versteht sich. Sie wurde im uralten Stil eines Schmieds hergestellt, der die Geheimnisse ihrer Herstellung von seinen Göttern stahl. Zumindest behauptet die Legende das. Zu guter Letzt die Schwerter. Sie ähneln meiner Meinung nach einem redanischen Säbel, aber ich bin da keine Expertin. Angeblich gehörten diese Klingen einst einem mysteriösen, mythischen Helden. Der Mann ging einem Pakt mit dem Geist einer Füchsin ein, die ihm die Macht verlieh, jene Monster zu töten, die sein Dorf heimsuchten. Der fiel vielleicht auf, dass er ein Stahlschwert und ein Silberschwert trug. Ich dachte mir, das könnte dich interessieren. Leider kann ich dir nicht mehr verraten als diese Legenden. Emir hat mit Details gegeizt, mehr noch als sonst. Was wirklich schade ist, da ich nicht die geringste Ahnung habe, woher diese Waffen stammen. Sicherlich nicht aus Serikanien oder O4. Lieber Freund, ich bin mir sicher, du weißt meine Bemühungen zu schätzen. Benutze diese Geschenke nach Belieben. Ich hoffe, sie werden dich vorantreiben bei der Suche nach dem, was wir verloren haben. Deine Freundin Jennifer. Und wenn ich noch ganz am Anfang des Spiels wäre, wäre es bestimmt auch noch cooles Zeug. Ja. Aber ich habe schon nachgeschaut, es ist ziemlich Mumpitz jetzt für unsere Stufe. Das heißt, wir verkaufen es, auch wenn es cool aussieht. Für den nächsten Durchlauf dann. Na guck mal, jetzt können wir wieder rennen. Das Spiel hat sich selbst entbuggt. Barbarians. Oh, falsch. Ja, hier ist lang. Okay. Stop! In the name of love. Iron Vodkan, Ah. Kelm. Außerdem wollen wir kurz mal zum Crow's Perch, weil da gibt es einen neuen Wegpunkt, mit dem wir schneller zu dem Schmied da kommen. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Come on, Roach. Bearboxen sehen schöner aus. Das ist, glaube ich, so die, vielleicht sogar die spektakulärste Änderung. Last chance. Where's the cool? Looters, horses. Right, give me the coin. Tails, clean the shit out of the stable. Hier, neue Markierung nämlich. Da haben wir dann in Zukunft einen kürzeren Weg. Voll gut. How may I assist you? Wouldn't mind a look at your stock. Nicht mal viel wert, der Kram. So.
Ah, uns fehlen immer noch Monsterfedern, das war das Problem. Dann können wir unsere Rüste nicht upgraden. So long. What do you say we hit the high road? Set out in search of fortune. Wait a spell. Brauche ich die Rede von der neuen Quest irgendwo? Ja, weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal zu Sigismund Dijkstra und zocken den im Gwent ab. Das machen wir. Also hier ist die jedenfalls nicht. Mhm. Na gut. Ach, und Vernon Roche müssen wir auch noch. Was doch mal als erstes. You've been here, you've been there. So tell me, is it really? A witcher. Just what our band of merry men. Geralt of Rivia. Nope. Safe and sound. You play Gwent, Roach? Yes, but there's no one to play against here. If you've got a deck, pull it out. Good luck. Ich muss überlegen, ob ich Rittersporn wieder rausnehme. Der ist gar nicht so gut. Also der normale Hornbläser ist eigentlich besser. Tut mir leid, Brudi. So. Ach so, wir brauchen eine Einheit gerade. Ah, okay. Okay, was hätten wir da noch? Na, guck mal, jetzt Plötze als Karte. Voll lustig, aber leider ist Plötze einfach sauschlecht. Achso, richtig, ich hatte Belagerungsturm rausgenommen. Ja, die würde ich hier draußen lassen tatsächlich. Wir haben zu viel. Zu viel von dem Quatsch. Okay. Nein, weg dahin. Das ist ja bitter. True. Na, ich habe 2 Karten mehr als ihr. Da können wir auch ruhig mal einen Sack zumachen. Scheiße.
einfach mit 0 Karten passen. Ich verstehe nicht, was das soll. Mit 0 Punkten. Geht aber dieses eine hin. Naja. Alter Berlin. So, jetzt habe ich dich, glaube ich. Warte, spielen erstmal die Frostkarte. GG. You won. Congratulations. Here. You earned the card. Know anyone else worth playing? I've heard of a man came through Novigrad recently. You might be interested to know he's also a witcher. Lambert, they call him. Old Lambert's a card sharp? Interesting indeed. Then I have a mate who's come up from the south. He likes cards, a rather refined player. But it seems he's better at being late. Wouldn't wait if I were you. Oh, ich habe ja noch einen Charakterpunkt zu vergeben. Was ist denn hier los? Nein, ich habe 6 Charakterpunkte zu vergeben. Was zum... Ich beschwere mich nicht, aber wo kommen die denn jetzt her? Interessant. So, wie ich sehe, muss ich allerdings... muss man die ganzen öden Sachen wieder rausnehmen. Verrückt. Wieso habe ich denn jetzt so viele Character Points gehabt? Tessin Tessis. Gehört Teil, oder? Ja. Best beware of the other side of the river. One false move and you could be royally fucked. You've been here, you've been there. So tell me, is it really the fashion among Novigrad wenches to shave their cunnies? Best beware of the other side of the river. Aber war ich dann schon bei Sigismund Dijkstra? Bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Der wurde doch... Ich finde übrigens gerade wieder ein, wenn er meint, mit seinem Kumpel aus dem Süden. Thaler natürlich.
is a state of mind. Understand? Will's mightier than the sword, oh yes. I'm warning you. She dealt in magic. Ignorance don't wipe away your guilt. Then what does? Fire. Only fire. Got a minute? I do. What do you want? Ever play Gwent? I do. Gwent's like politics, just more honest. Care for a game against an old master? Na klar. Yeah, let's play. Cool. Lohnt sich das dagegen vorzugehen? Geht so. Aber auch nicht wirklich mehr Karten als er. Okay, weißt du was? Da hole ich den jetzt wieder zurück. Hier ist ein bisschen Doom, mein Freund. Aber muss ja jeder selbst wissen. Ich jedenfalls passe jetzt. Ja, das war ja klar. Oh, großer Gott. In dem Fall der ist nämlich wegscorcht. Ich hätte ja möglicherweise mit dieser Regenkarte ihn komplett ausgedribbelt. Geil. Ja, könnte lang, ne? Hihi. Not bad. See you don't have Esterad Tyson in your deck. Here, he's yours. Ich kenne auch Mike Thanks. Tyson. Know anyone else I could win some cards off of? I know an elf you might try. Got an excellent card in his deck. You'll find him beyond the city walls, where the Scoia'tael stragglers have their shanty town. Und?
So, das ist eine eigene Quest tatsächlich. Gewinnspiel der Großstadt. Wenn ich die durch habe, kann ich noch mit diesem blöden Kneipenwirt messen, dem ich ja nicht vorbeikomme. So, das ist doch ein guter, da kann man doch mit anders rausnehmen für. Zum Beispiel, sagen wir mal. Ja, vielleicht doch eine Ballista. Ja. Hier sind wir 40 Frames, das geht noch so. Also viel weniger dürfen es echt nicht sein, aber es ist noch okay. Got my eye on you. Hier, das ist ziemlich weit draußen. Die Maus ist immer noch sehr empfindlich hier, das können wir. Wasser sieht ein bisschen nicer aus, ne? Come on, Roach. Kunde. Du das? Nee. Hallo? Du bist das. It's you! I'll never forget you. I must thank you once more. You know me? Where from? We met long ago in Broccolon. Possible, but can't say I remember. No surprise, you were badly wounded then. If not for the Dryad's care, it's unlikely you would have survived. Long time ago. So long it feels like it happened in another life. Maybe that's not so far from the truth. Be glad to glance at what you're selling. Okay, die Waffe ist geringfügig besser, es lohnt sich kaum eigentlich. Schemata. Elfische Wissen, der enthält Zusatzinformationen. Na komm. You play Gwent? Do you really have no one else to play with? Always nice to play someone new. So eine Frage. Fine. Beggars can't be choosers after all. I'll play you, and even stake one of my unique cards. Pull out your cards. Der hat Siri als Karte? Das ist so eine Frechheit. Bisschen Verschwendung, aber okay. So. Gut, wir haben das Gorge rausgelockt, ist ja okay.
Fein, Scotch nochmal. Wenn du mir nicht die Typen nimmst, das ist völlig in Ordnung. Alle nimmst du dich nicht. Okay, fein. Not gegen Elend, ich sag's euch. Alas, so be it. You've won the card fair and square. So riddled with arrows, he resembled a hedgehog. I tell you. Siri, nice. Und Francesca Finderbeer. Ich glaube, das ist eine Anführerin. Keine Ahnung. So, wie geht raus dafür? Da ist jetzt wohl eine von denen hier dran. Sie ist neutral, die können alle Decks. Hier an dieser Mahakam-verteidige Dusel rausnehmen. Ah, halt da. Was ist die andere Anführerin? Ja gut, das ist egal. So, jetzt können wir es mal versuchen hier mit dem Kollegen. Ja, halt. Hey! Schnauze. What? You don't look at all like other people. Who can afford a witcher in this day and age? Also das ist ein Ochsenfurt. Ich suche den immer in Novigrad. Was stimmt nicht mit mir? Beg your pardon. Ah! I'm knackered. So, Neuversuch, mein Freund. Oh, I remember you. What'll it be? A round of Gwent. Why not? But you know my rules. So, kurz eingewendet. Oh, sehr schön. Hallo. Always. Nicht viel verpasst, der Spieler haben sie gewinnt. Ist hier wieder eine neue Fähigkeit? Ist hier wieder eine neue Fähigkeit? Ach krass, du kannst Roach, die Karte Plötze spielen und sofort ausspielen. Das ist neu, weil die Karte auch neu ist. Also die Roach, es gibt eine eigene Karte für Roach, also das Pferd in Gwent. Ist aber eigentlich Schrott. Also selbst mit dieser neuen Erkenntnis hier. Gut, fein. Spion ist ja toll, aber ich habe keine Finte. Das hilft mir also nicht. Ich will jetzt auch nicht so was Gewaltiges da hinlegen, weil er wahrscheinlich eh jetzt... Okay, weißt du was? Ich passe einfach. Ja, wenn es ihm das wert ist. Gut. Na dann legen wir mal los.
Da habe ich mich gerade selbst ein bisschen gekniffen mit dem Nebel. Ja, aber schauen wir mal. Ja, nee, so ist gut. So ist gut, dann können wir auch unseren Nebeltypen legen. Nerdrush by Nature, guten Abend. Guten Abend, Martin Penny. Willkommen zum aufregenden Kartenspiel im Spiel, aber gleich kümmern wir uns um unsere Mordserie. Schon Nord-Serie. Ich habe es nur so genannt, weil die in Novigrad spielt und ich fand das irgendwie lustig. Auch so spielen wir zum ersten Mal mit Grafik-Update und das sieht tatsächlich ein bisschen hübscher aus, läuft dafür aber nicht ganz so flüssig, muss man sagen. So, ich glaube, ich Brute Force, genau, mir einfach den Weg zum Sieg, hervorragend. Endlich haben wir den, meine Güte. I don't like losing, but that don't mean I don't do it with grace. The card and the prize are yours. You've been playing a while. Gotta know where I can find some interesting cards. In Novigrad, there's Oliver the Innkeeper. He plays, though he's far beneath my level. Closer, in Velen, there's the barkeep at the inn at the crossroads. Fein, machen wir anders. Ach hier, Jennifer von Wenger Boys haben wir jetzt als Eventkarte. Die sortieren wir mal kurz in unsere Decks ein. Oink. Und nehmen dafür raus. Was nehmen wir dafür raus? Eine Balliste raus. Ich finde Ballisten langweilig. Haben buchstäblich keinen Charakter. So. Jennifer ist neutral. Die kann in alle Decks. Also bitte. Da kann der Komiker nochmal raus hier. Okay. Wo müssen wir hin? Was wollen wir machen? Wie heißt die Quest? Fleischliche Sünden, das ist sie. Jetzt ist wieder ein bisschen CSI Mittelerde auf die Augen. So, wir treffen uns mit unserem Freund, dem Chirurgen. Der hat nämlich noch eine weitere Leiche, die er uns zeigen will. Beziehungsweise eine Leiche, weil Priscilla wurde hier nicht getötet. Der hat ja wohl Glück gehabt. Ja. Na, wie gesagt, wir müssen da lang. Alles klar, auf geht's. Wie schön, ja. Die Leute flippen wieder aus. Das machen sie manchmal, wenn irgendwelche Dödel mich angreifen wollen und den Weg zu mir nicht finden. Na gut, alles klar. Dann nicht. Und die ganze Tag Zeit für sowas. Da ist er. Cooler Typ auch. Well then, ready for a stroll through the sewers? Ist der Sound für euch okay? Weil ich musste den neu einstellen seit dem Update. Sprich, hört ihr mich gut, hört ihr das Spiel gut, hört ihr die Musik gut, hört ihr die Charaktere gut, hört ihr alles ungefähr in Balance miteinander? Ready and intrigued. You lead. Alles fein. Cool. Ich wollte übrigens eine andere Frisur als die. Ich war eben selbst beim Friseur und zwar der besoffene Friseur, der dir nicht die Frisur gibt, die du möchtest, sondern eine andere. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Excellent fool. Das gibt es ja, ich wusste es auch nicht. Ich frage mich jetzt natürlich bei all diesen Sachen, ob das jetzt gerade neu ist, wenn sie schon was am Spiel geändert haben, oder ob ich einfach nie bei diesem Friseur war. Der ist in Novigrad in einem der schlechteren Viertel und der war rotzbesoffen und Gerald hat schon eine Bemerkung dazu gemacht. Dann habe ich die Frisur angewählt, habe die andere bekommen. Ich habe dann gesagt, das war nicht die Frisur, die ich wollte. Und der Friseur sagte, ja, es war nicht der Job, den er wollte. Und insofern war das Thema damit gegessen. Gute Antwort, ne? Finde ich auch. Muss man ihm lassen. Monsterhirn.
bastard. Priscilla. How's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a troglodyte. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. Hast du mal nach, Kollege? Ist ja furchtbar, wie langsam der ist. Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Du bist kein zwergischer Holzschnitzer. Du vielleicht. Looks like necrophages got to this one. Okay. Geht's hier noch weiter, oder was? Ne, das ist aber, glaube ich, nicht. Okay, lass mal kurz hier unten gucken. Vielleicht haben wir auch nicht sorgfältig genug. Human, wrong body type. Okay, ne, wir müssen wohl nach oben. Alles klar, jetzt haben wir es definitiv. Hier haben wir ein paar Kandidaten. That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. Let's keep looking. A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's, more likely. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Ja, dann mal los. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Ich hasse es, wenn das passiert. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Nimmt Sonnenbrille ab, Schmauchspuren. Yay! Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing.
Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Das neumodische Formaldehyd. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. See anything interesting on his legs? Trauma bonding aborted. His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Ja, Geralt, bin ich bei dir. We surgeons, we've a different sensibility. And a different sense of humor. His genitals, we ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. Will ich nur, dass er nebenbei ein Sandwich ist. Ja, der Klassiker. Ich war mal bei einer Obduktion und die Leute sind aber halt auch so. Du wirst einfach so in dem Job, glaube ich. Also. Alright. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. Also. Was sagen wir ihm denn? Chat, ihr seid momentan nicht so zahlreich da, aber ich nehme auf jeden Fall eure Meinung. Sagen wir ihm, sind wir der Meinung, es war ein Ritualmord oder eine Strafe? Oder sagen wir, der Mörder ist einfach wahnsinnig? Oder behalten wir unsere Schlüsse für uns, weil wir vielleicht gar nicht wissen, ob wir dem trauen können? Jo, Selbstschutz, wir wollen jetzt alle wissen, ob du umgekippt bist. Nee, bin ich nicht. Ich habe es tatsächlich besser überstanden als manch andere, aber der Geruch ist halt nicht schön. Juniper Junebug sagt, wir sagen Nummer 2, das war eine Strafe. Wie ihr seht übrigens, die Untertitel und Textauswahlmöglichkeiten sind jetzt deutlich größer. Man kann es jetzt nämlich einstellen seit dem Update. Sie sagten, es wäre unmöglich. Marty Penny geht mit, alles klar, dann machen wir das. Sure of one thing. This was punishment. Even the witch hunters don't engage in this kind of torture. What sin could possibly merit it? Only the murderer knows that. And it's the key to finding him. Or her. Or them. It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it.
But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, Your Reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As Your Reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Lauter dubiose Gestalten. Einer von denen unser Mann ist. Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Nathaniel. Who is he? A scoundrel. A rogue. Like every man who wears the robes of the Eternal Fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer. Delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Ich mag die Mini-Laterne, die Joachim da so locker trägt. Ja, die ist super. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid. Ich mag, dass Joachim heißt. Ja. Ja gut, ich meine, gelegentlich gibt es immer wieder deutsche oder deutsch anmutende Namen in Witcher, weil es halt ja aus Polen kommt und so mittel- bis osteuropäische Fantasy ist. Aber dringend mal nicht. Don't aim to press you. Thank you. I have nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Alles klar, wir können die Gasse untersuchen, in der Priscilla angegriffen wurde. Wir können den Ort, an dem der Zwerg gestorben ist, untersuchen. Oder wir können den Leichensammler finden. Der soll doch hier um die Ecke sein. Wurde mir gesagt. Guck mal, der ist doch gleich hier. Machen wir den mal als erstes. Bloody bandits can't go out in the streets no more. Bringt eure Toten raus. What happened here? You, Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of the... Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Peace off, mutant. Lieber den Ausdruck Street Urchin, denkt er immer an Seegurken-Gangs. Vielleicht kommt es ursprünglich daher. Ich finde es übrigens hilarious, wie Geralt hier sich auf den Moral High Ground stellt und Leuten vorwirft, dass sie Leichen plündern. Wie in jedem Rollenspiel machen wir nichts anderes, als Leichen zu plündern. Seeigel. Waren das nicht Seegurken oder verwechsel ich?
Okay, ich gebe dir mal das Geld. That hard up for coin? Fine, have some. Now talk. What did you find on him? Triflings, baubles, glass-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality Sea parchment. Urchins, Heinseeigel, okay. I'll wipe off the writing as so it is new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Okay, batschen wir ihm eine oder lassen wir es bleiben? Ich meine, dass er das mit dem Zettel nicht weitergegeben hat, würde ich ihm gar nicht vorwerfen. Er konnte nicht wissen, dass es das nächste Opfer beschreibt. Aber generell ist seine Haltung ein bisschen laissez-faire. Mensch, wenn der Tillmann jetzt hier wäre, könnte er sagen, box den. Das fordert er immer und jetzt geht's mal. Watschen, sagt Marty Penny. Juniper sagt nein, geh mir aus den Augen. Okay, jetzt natürlich 50-50. Gerald steht da drüber. Ja, manchmal auch nicht. Tja, jetzt bin ich so ein bisschen, was mache ich jetzt? Habe ich einen Würfel hier? Ich mag es gar nicht selbst entscheiden. Hier, ich werfe einfach. Sekunde, ich werfe gerade mal hier den Dings hoch. Mein Tierheimmitgliedsausweis. Vorderseite ist Watschen, Rückseite ist nicht Watschen. Vorderseite, es wird gewatscht. Langweilig. Oi, fucking hell, what was that for? Also ja, schon dafür, dass du mir gerade den Finger präsentiert hast, wäre gut genug. Fein, alles klar. So, dann suchen wir uns mal die Gasse, der Priscilla angegriffen wurde. Sind schon wieder meine Bomben? Was ist denn das? Geralds Arm, den muss ich lohnen. Ja gut, der lohnt sich aber auch so. Presence is an affront to the eternal fire. Hey, there are mouse droppings in this brick. Also ja, ich finde, die Skyboxen sehen objektiv schöner aus. Ich glaube, das war so die sinnvollste Änderung in dem ganzen Update. Lispelotto, na? Weißt du was? Ja? Können wir die reden? Nö, okay. Gut, dann nicht. Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln, können sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leibe und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann will euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Also, das ist buchstäblich ziemlich genau zusammengefasst, wofür besorgte Bürger auch in Wirklichkeit stehen. Ah, hier, das ist der Zettel von Dandelion. Was ja. Human. Priscilla's. A brazier. This time of year. Wollt ihr Typen jetzt von mir? Ever fight a Witcher? Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir Faustkampf gegen mehr als einen Gegner, was echt das Schlimmste ist. Not good. Liegt nach CDU-Wahlprogramm. Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, what are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know.
You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give her pouring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? She's Irish. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. So, waren also noch nicht fertig. Fun Fact, man erkennt jeden Iren daran, wie er Carpark ausspricht. Okay. Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Carpark. Okay, wahrscheinlich bin ich gerade falsch. Was war hier für ein Geruch? Hey. I know that smell. Formaldehyde. Das zählt jetzt offenbar als geschafft. Fein. Kann ich mit ihr reden? So, what is it? Okay, wir können noch nichts Neues sagen. Vielleicht, wenn wir den Fall gelöst haben. And I got a murderer to catch. Awful pale. Oh, you scared? Damn. I wanted to wear the duvets. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Who knows? Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Okay, aber jetzt sind wir schon mal hier. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier die Tatortbesichtigung, würde ich sagen. Warte mal, das ist das Haus, wo die Traumdeuterin drin war. Das ist falsch. Vielleicht. Ja. Anyone home? Be gone, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Come on in. Slowly now, lest they bite you. Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. A better backing dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. Soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raised his fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Er hat natürlich den schottischen Akzent, den laut Fantasy-Gesetze alle Zwerge haben müssen. Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures.
Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk give bleating orphans in the street a wide berth so as not to stain their poor lanes. They care about some toff. Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? 'Twas Fabian who threatened this one last. Well, he were a good dwarf, a craftsman like no other. But he were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, 'tis all your fault, dirty bitch, human dish rag, and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pont said a fever took her. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Dann schauen wir doch mal. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Dann hier. Murderer dragged something heavy. Statues. Or a corpse. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Hier ist derselbe. Nee, neuer Brief. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen. Feuer kann unsere Nahrung zubereiten. Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in seinen Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Ich würde gerne diesen Haufen in der Mitte untersuchen, aber ich habe da irgendwie keinen Prompt. Stört mich ein wenig. Ja, wir schauen erstmal da drüben. Da führt die Spur hier hin, oder da kommt sie hierher. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Hallo Prophet. Möglicherweise ein menschliches Monster jagen wir heute, weil wir eine Mordserie aufklären. Das war unser Cliffhanger letztes Mal. Irgendjemand bringt Leute auf bestialische Art und Weise um. Und wir machen gerade ein bisschen CSI Mittelerde. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood, left a few stains behind. You can do it, Mr. Holmes. Na klar. Jetzt mal Henry Cavill ja sowohl Garrett als auch Sherlock Holmes gespielt hat. Also ich denke, sind prädestiniert für. So, viel Spaß mit Detective Review. Ich gehe mal lesen. Na gut, dann viel Spaß. Danke, dass du da warst. Eyes. Humanoid. Completely rotten. Mystisch. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. So, ich würde immer noch gerne hier diesen Teil mal untersuchen. Ja, der hat ja eine Fahne zurückgelassen. Ja. Formaldehydfahne. Gott verdammt, was soll denn das? Das fühlt sich irgendwie an wie ein Bug. Ich speichere gerade mal ab und lade neu. But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to?
This I did not know. Hallo? Wie gesagt, das Problem ist, jetzt habe ich das Spiel gerade neu geladen, das war jetzt irgendwie ein bisschen viel. Das Problem ist ja, dass gestern gab es ja das große Grafik-Next-Gen-Update für dieses Spiel und es hat seine Probleme noch. Und man kann aber nicht zurück, das geht auch nicht. Hab's versucht, geht nicht. Und insofern, wenn wir jetzt mal, habe ich jetzt mal das Spiel ausgemacht, mache es wieder von vorne an. Also nicht von vorne, aber ihr wisst, was ich meine. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Jetzt müsste es gerade gut sein, so wie ich das sehe. Und dann schauen wir jetzt mal, ob es jetzt besser wird, wenn ich neu starte. Good luck! But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Okay, mal schauen, ob es jetzt besser wird. Das sieht doch gut aus. Ja, keine Ahnung, die Framerates sind, dafür kann ich fröhlich berichten, dass beide Katzen neben mir auf der Couch liegen. Oh! Natürlich ein bisschen neidisch. Kraulen Sie mal von mir, wenn es denn möglich ist. Das ist nicht das da unten. Ich würde gerne dieses Ding hier untersuchen. Was soll denn der Scheiß? Gab es hier drin noch irgendwas? Den Stuhl habe ich noch nicht untersucht, ne? Ah. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Ah, sehr gut, das reicht schon. Hervorragend. Gut, dann können wir jetzt zurück in die Leichenhalle, wo es ja schon neue Kundschaft gibt. Die Luna schaut noch so aufmerksam, dass sie ihr verzeihen würde, wenn ich mich hier nähere. Ah, na gut, dann ist besser, wenn man sie ein bisschen Ruhe lässt, damit sie merkt, dass man ihr auch da nichts Böses will. Hey, you! Yes, you! You got water on the brain? Guten Abend, wie läuft's mit dem Grafik-Update? Hatte gelesen, soll teilweise zu Performance-Problemen führen. Hallo Ratzepaltov, ja, tut es. Also bei mir geht's. Ich habe, also Raytracing habe ich ausgemacht. Für Raytracing brauchst du im Prinzip einen NASA-Computer, das kannst du komplett vergessen. Aber wenn du Raytracing ausmachst, ich habe jetzt Einstellungen auf hoch, ansonsten geht's bei mir. Ich habe jetzt das genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, und die Streaming-Software noch an und ich bin bei 50 bis 60 Frames normalerweise, was ja eigentlich für einen Stream völlig ausreicht, weil mehr als 60 könnt ihr eh nicht sehen. Insofern, also ja, die Performance ist schlechter als vorher, aber sieht es auch einen Tick hübscher aus als vorher. Vor allem tagsüber die Skyboxen sind ganz schön. Und auch sonst ein paar Kleinigkeiten. Und man kann, die Untertitel sind jetzt größer. Ist für euch besser zu lesen. Kann man einstellen jetzt. Früher ging es nicht. Und ja, also ansonsten läuft's, außer dass wir eben gerade ein bisschen technisches Gefrickel hatten. Also ja, Performance ist definitiv noch ein Problem, aber CD Projekt Red arbeiten wohl schon an einem Hotfix. Ich hätte mal sowas hätte man gar nicht so rausbringen dürfen, vor allem nach 20 Verschiebungen. Aber es ist ja offenbar inzwischen nicht mehr die Firma,
die Witcher 3 damals rausgebracht hat, sondern die Firma, die Cyberpunk rausgebracht hat. Muss man halt so deutlich sagen. Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Wäre mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Es konnte dir eben auch nicht auffallen, weil wir abends unterwegs waren und es dunkel war, aber so tagsüber die Skyboxen sind ein Tick hübscher und so die gesamte Lichtsituation ist ein bisschen hübscher, auch ohne Raytracing. Also das schon, aber da muss man, also wenn man wie ich 600 Stunden in diesem Spiel hat und jetzt die letzten paar Wochen ständig gestreamt hat, fällt einem das vielleicht auch eher auf. Also es ist kein Riesensprung. Der wäre es vielleicht, wenn ich halt die Mörder-Hardware hätte, die man braucht, um das mit Raytracing und sowas zu machen, aber ist halt nicht. By the way, you and Von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Dafür flattert dein Haar wieder lustig, Zuppel, Zuppel. Ja, und ich habe sogar, oder vielleicht liegt es daran, ich habe das Nvidia Hairworks ausgestellt, was so das Feature von Witcher 3 damals war. Und das habe ich jetzt voll den Throwback ins Jahr 2015 gebracht, weil da war es auch so, dass es hieß, wenn du Probleme hast mit diesem Spiel, Nvidia Hairworks ausmachen. Aber ihr seht immer noch, dass wobei das andere Haar von dem anderen flattert nicht. Muss mal schauen, wie ich es eingestellt habe. Du wirkst ein bisschen jung, um von Graz Lehrer zu sein. Das ist eine hervorragende Frage, die wir mal stellen sollten. How old's Von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Aber den kannst du doch easy verschwinden lassen. Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. Klingt unglaubwürdig, da steckt doch mehr dahinter. Könnte sein. Haare animieren soll total aufwendig sein. Ja, ich weiß noch, dass wie war denn das? Dass es erst hieß, als Toy Story rauskam in den 90ern, ja, ich weiß im Alter, dass du das meinst, als Toy Story rauskam, dass irgendwie keines der Tiere irgendwie plüschig war, weil es einfach noch nicht ging, weil Haare animieren eben das Schwierigste ist. Und ein paar Jahre später hat George Lucas einfach, um rumzuprotzen, in Episode 1 einen digitalen Banta eingebaut, der halt natürlich super pelzig war. Aber bis heute ist Haare tatsächlich mit das Schwierigste, glaube ich, zu animieren. Ja, definitiv ein Vampir. Let's see. Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment. Made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now.
Begib dich zum Anwesen der Wegelbuds. Haben wir da nicht eh noch ein Pferderennen zu machen? Das ist vielleicht Patricia Wegelbud, ein besorgter Bürger. Ist vielleicht gerade ein bisschen schwierig. Till next time, Master. Genau, Quest aktualisiert, das große Erasmus Wegelbud Gedächtnisrennen. Und das ist zwar eine Chance, die Pferderennen alle zu gewinnen, da bin ich ja sauer, bin ich ja richtig böse auf den Mörder. Sag ich, wie es ist. So, wo ist der nächste Reisepunkt hier? Was soll denn das? Das muss doch irgendwie einfacher gehen. Da sind wir doch. So, da waren wir schon bei dem Maskenball, wir erinnern uns. Hallo, liebe Wache. What do you want? Need to talk to Patricia Wegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, they'll throw my ass out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. What is best in life? In danger? To crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Hallöchen Jorinde und vielen Dank für dein Weihnachtsgeschenk an mich, nämlich dein Abo im 25. Monat. Meine Güte, hallihallo. Wir sind gerade hier dem Mörder auf der Spur. Ah, genau, das richtige Wetter zum Gärtnern. Ja, ich denke auch die richtige Uhrzeit auch vielleicht, ne? No time to explain. Trust me, please. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A quite serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. Wenn ihr Mond gärtnert, kann das sehr entscheidend sein. He ran out the other door. Oh boy. Guten Abend, Herr Eberkuhl. Ah, wo ist er? Spread out! Murderer's still here! There he is! Get him! Was? Nein, ich bin's doch nicht, ihr Trottel. Okay, ich fürchte, okay. Ich muss euch Typen jetzt leider umbringen, so wie es aussieht. Okay. Was seht ihr? Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery! Taking you to the heiress! Well, killer's already escaped. Lead the way, hero.
got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once! Mother! Why did he do this to her? Why? Okay. Du bist, glaube ich, in die vollkommen falsche Richtung gerannt. Der Fluchtweg war an der anderen Seite des Raums, durch den du reingekommen bist. Fun Fact, ich weiß das, es gibt tatsächlich keine richtige Richtung, man kriegt den da einfach noch nicht an der Stelle. Und der Fluchtweg war an der anderen Seite des Raumes, das sah so aus in der Cutscene, aber dann war ich ja wieder an dieser Treppe und da, also war wirklich die Treppe an der anderen Seite, jedenfalls bin ich da genau dem Weg gefolgt, den das Navi einem zeigt. Also man kann ihn nicht finden in dem Augenblick, es gibt keine falsche Richtung. Wer hat die Frisur verbrochen? Lustige Geschichte, ich war am Anfang des Streams beim Friseur und wollte eine andere Frisur und war bei diesem extrem besoffenen Friseur. Und wo Garrett schon meinte, na, ob du das aber hinkriegst hier. Und dann habe ich diese Frisur bekommen, statt der, die ich eigentlich wollte. Und habe dann gemeint, hier Kollege, das war nicht die Frisur, die ich wollte. Und er sagte dann daraufhin, das ist auch nicht der Job, den er wollte. Und ja, insofern haben wir die jetzt. Aber Prophet, wenn man es nicht weiß, dann denkt man es natürlich in dem Augenblick. Aber also man kriegt ihn jetzt noch nicht in dem Augenblick. Das wäre ja auch zu einfach. So. Weil sie das ewige Feuer geschmäht hat. Ein guter Punkt, können wir gerne mal als Antwort nehmen. Because she blasphemed the eternal fire, only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in dem Weg verschlingt von niemandem und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünde, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zur Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers, hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure Hirten, euer einbesorgter Bürger. Was war da noch? Another empty formaldehyde bottle. Mhm. Entschuldigung, jetzt renne ich hier die trauernde Tochter um. Naja. Ein besorgter Mörder, genau. Hat alle seine Botschaften tatsächlich so unterschrieben. Besorgte Bürger, deren Anliegen wir ernst nehmen müssen. Außer sie wollen, dass wir den Planeten nicht kaputt machen, dann sind es Terroristen, denen wir die Tür eintreten müssen. Wenn sie jetzt noch Rechtsbürger auf die Straße kleben würden, ja dann wäre das so eine Paradox-Situation, wo der Polizei wahrscheinlich der Kopf platzt. Sollen wir die jetzt umsorgen oder totknüppeln? Und nicht vergessen, der Terrorismus von links, ja, das ist ja ungefähr dasselbe, ne?
An Etablissement war ich noch gar nicht. Das heißt, wir können vielleicht sogar Gwen spielen, aber das ist jetzt vielleicht nicht die erste Priorität. So, ist abgeschlossen. Nee. Ist das nicht der Eingang? Ah, das sieht eher nach dem Eingang aus. Rote Laterne und so. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. You mean me to grab another lass to join us? Yeah. Was it worth taking We can the time grab for it. that medic? Absolutely. Hey, handsome. Like a rule. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. Neuerung übrigens, man kann in einer Cutscene pausieren. Das ging vorher nicht. Klar, Gwen geht immer vor. Okay, warte, wir haben ein Timed Event. Jetzt müsst ihr schnell sagen. Sie müsst es nicht schnell sagen, ich muss nur schnell lesen, was wir jetzt sagen sollen. Ich kann jetzt Pause machen, das ist halt neu und das ist gut. Also die erste Antwort 1 ist, versuch's doch, Arschloch. Antwort 2 ist, sag mir erst warum. Und Antwort 3 ist einfach so, ohne Formaldehyd. Und das können wir ihn jetzt fragen. Aber bitte mit dem Rücken. Die Reichsbürger, ja. Ja, also sowohl die Rinde als auch Prophet sagt, wir sollten erstmal Formaldehyd tragen. Gerade sobald du sagst, versuch's doch, Arschloch. Alles klar, das sieht so aus, als hätten wir eine einfache Mehrheit. Für Antwort Nummer 3. Ich muss jetzt schnell sein, nicht, dass das abläuft, weil wenn das Ding abläuft, dann entscheidet ja der Zufall, was Gerald antwortet. Das wollen wir natürlich nicht. What, no foreplay? No formaldehyde? Coals in my eye sockets? What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian. Ich kann jetzt pausieren in der Dialogszene. Oh Gott, du verpasst gerade, dass Luna völlig wach und trotzdem die verschmusteste Katze der Welt plötzlich ist. Oh mein Gott, was passiert? Naja, I'll take it. Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Aha, er ist es wohl nicht. Wobei, mal gucken. Wir haben wieder 3 Antworten zur Auswahl. Du hättest mich fast überzeugt. Oder Nummer 2, wer hat dann den Brief bei Patricias Leiche hinterlassen? Oder Nummer 3, benimm dich oder du wirst es bereuen. Prophet sagt 2. Wer hat dann den Brief bei Patricias Leiche gelassen? Rupert Junebug sagt auch 2. So cool, ich einfach Escape drücken kann in der Dialogszene. Das macht mich so viel glücklicher, weil ich teilweise ganz, ganz lange nicht auf eure Nachrichten reagieren kann, weil die noch hier 5 Minuten am Reden sind. Ich versuche es natürlich nicht mit im Wort zu machen, das ist ja auch doof. Okay, das scheint mehrheitsfähig zu sein, dass wir erstmal fragen, was mit dem Brief ist. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know, but I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. Das ist 3 Uhr nachts. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Du glaubst, wir lassen dich das machen? Ja, nee, das läuft aber auf keinen Fall, mein Freund. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured.
Das ging schnell. Hervorragend, so mag ich das. You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me. So hard I passed out. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. Moin. Ja, sie gehen wir zum Lagerhaus vom Hafen. Sobald wir den Weg hier rausfinden. Bescheuert. Ah, kam man von hier? Nee, das war, wo wir gerade waren, ne? Ja. War zwar nicht der Mörder, aber definitiv den richtigen umgebracht. Ja, ich denke auch. Lass uns mal kurz mit der Wirtin quatschen. Greetings. Oh, here it is. The apocalypse. A witch has walked into my brothel. What's strange about that? What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mutants, unnatural. And this here's a decent brothel for whores with principles. Well, spit it out. Got all the same bits in your trousers like a normal lad. Last I checked, everything was where it should be. Got anything to sell? Was denn? Parfüm, okay, ne, brauchen wir nicht. Aber für eine Runde Gwent müssen wir Zeit haben. Sekunde. Wouldn't mind a round or two of cards. Only need my hands for that. Boah, gleich wieder gehen nach der rassistischen Kackscheiße. Ja, gut, ich meine, scheint ja unser Geld würde sie ja trotzdem nehmen. Ich dachte, der kauft noch was anderes. Ja, das kann man auch machen. Ich weiß nicht, wie groß euer Interesse an computeranimierten Sexszenen so ist. Und wir haben ja eh in der Story ein paar. Das ist ein ziemliches Drecksblatt, aber ich hoffe mal drauf, dass sie kein besonders gutes Deck hat, weil sie keine von den Named Gwent-Gegnern ist quasi. Ja, das ist ja mal ein Auftritt hier. Beim anderen Modell auch so. Das stimmt, das haben wir am Dienstag gemacht. Ist halt ein allgemeines Entertainment-Programm, was hier geboten wird. Wir werden alle schön peinlich berührt vor dem PC sitzen und hoffen, dass es bald rum ist. Ja, siehst du mal. Deswegen machen wir einfach die in der Story eh noch kommen. Zumindest die eine auf dem Einhorn, die ist gesetzt. Warte kurz. 8, 11, nee, das ist nix. Boah. Ja, jetzt hat er nämlich mehr in der mittleren Reihe. Dann nebeln wir mal schön ein. Ich würde, glaube ich, jetzt mal lassen, oder? Oder? Gut, jetzt haben wir nämlich sowieso immer noch einen Punktevorsprung. Und haben eine Karte mehr. Doof. Naja. Das war's schon. Ah ne, ich habe ja... Ach, er hat die Runde gewonnen. Na gut, egal. Wird auch so reichen. Ja, vor allem jetzt, wo die Scorch-Karte weg hat.
Wupp, wupp. You mean me to grab another lass to join us? Dennis Cranmer. Ist der interessant für uns? Kurz gucken. Ja, ist er. Fein. Dann zum Lagerhaus im Hafen. Auf geht's, Roach. Kurz davor, den Fall zu lösen. Gibt es noch eine Karte für Geralt? Ja, gibt es. Geralt ist eine 15er-Karte, also eine der stärksten im Spiel. Aber wir haben sie noch nicht. Wir haben die Siri-Karte vorhin gekriegt. Nein, ich habe gar keine Lust. Nein, 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 geh weg, geh weg. Oh, scheiße, falsche Quest. Geh weg. Not so fast, Roach. Das ist die Quest mit dem Schmied. Die geht jetzt gar nicht. Greetings, Witcher. It's Nein. Oh. Ready? Nein. Need a minute. Very well, but hurry, please. Okay, gut, dass ich das dann abwählen konnte. Das ist der elfische Meisterschmied, der jetzt Knödel herstellt, weil er Angst vor der Knochenbrecher-Mafia hat. Zirruswolken, das ist nämlich neu. Nichts Dolles, aber es ist schön. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. What are you? A vampire. Higher, of course. Also, es ist ein Vampir, insofern haben wir hier schon den richtigen Instinkt gehabt. Es ist eigentlich auch schon ziemlich brutal offensichtlich gewesen, dass es mit dem Alter nicht hinkommen kann, ne? Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them, in a manner they'd be certain to notice. Ich bin nicht so ein Riesenfan davon, dass er jetzt hier steht und auf uns wartet und seinen ganzen Plan erklärt, wie so ein Bond-Bösewicht. Ich finde, diese Quest fällt hier an der Stelle immer so ein bisschen von der Klippe, weil bis dahin finde ich das alles immer super spannend und hätte gerne mehr davon tatsächlich, aber naja. Ich meine, das ist trotzdem cool, wir haben schon 40 Stunden Spielzeit drin und jetzt kommt einfach mal so ein Whodunit um die Ecke. Tortured logic. Yet logic, nonetheless. I'm glad you perceived that, at least. Fight fire with fire, as they say. Give a thought to my sorry, habe ich jetzt einfach selbst was gemacht. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirates for whom nothing was sacred, nothing above ridicule. They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to cleansing, to salvation. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Might not cut it. Time to end this.
Der ist gar nicht ohne hier, der Kollege. Na gut, wenn er ein Higher Vampire ist, dann ist es wohl so. Boah, Alter, wie staggert der mich dann? Ist ja furchtbar. Nein, jetzt haben wir ihn. Okay, gut. Eieiei. Was ist denn plötzlich für ein Käfer geworden? Na gut, Vampire in Witcher sehen halt so aus in ihrer wahren Gestalt. Ein Higher Vampire wäre besser. Wohl eher Werwolf. Nee, also das ist ja in, den man schnell bestellen kann bei Bedarf. Das ist in manchen Sachen so, dass Vampire so eine bestialische wahre Gestalt haben. Also das ist nicht so ein exklusives Witcher-Ding. Aber hier ist es definitiv so. Übrigens haben wir es dann damit richtig gemacht. Ich hätte es auch nicht falsch machen wollen. Wobei, wenn ihr jetzt abgestimmt hättet, hätte ich es so gemacht. Beim ersten Mal habe ich es tatsächlich falsch gemacht, als ich es zum ersten Mal gespielt habe und völlig ungespoilert war. Da habe ich mich sofort auf diesen Priester gestürzt. Und wenn du das machst, kriegst du halt nicht den Hinweis, wo der echte ist. Und du kriegst dann später so eine Botschaft von einem echten Mörder, in der er dich halt quasi sich wirklich lustig macht und sagt, dass er jetzt woanders hingeht und dort ungehindert morden wird. Und Vampire for Hire, ja. Und das heißt, es wird auch noch sozusagen unter die Nase gerieben, dass du es falsch gemacht hast. Fand ich ganz cool, weil du wirklich keine Chance hast, wenn du nicht deinen Speicherstand laden willst, aber das war viel später, das halt wieder zu berichtigen. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass man es nicht so machen sollte, aber ich hatte im Augenblick offenbar nicht so den Sinn dafür. Naja. So, dann mal los. Oh ja, das ist mir auch passiert. Echt? Ich war immer der Meinung, du hättest es zum ersten Mal richtig gemacht und es mir dann erzählt. Müssen wir denn hier hin? Yes, Geralt? Okay, das ist jetzt eine Menge neue Fragen, die wir stellen können. Wir fangen mal mit Smalltalk an. Know another surgeon from Oxenford Academy. Her name's Shawnee. Know her? Red hair, cropped short, freckles. And a hopeless idealist. Naturally, I know her. She was my assistant for a year. Any idea where she is now? My gut tells me she's somewhere along the front, patching up pikemen. I told her it would be futile. In the time she saved 100 lives, another 1,000 would be lost. But medics with a mission. You can't argue with them. Beste Shani, auf jeden Fall. Why is the university in Oxenford closed? Because it suits Radovid. You've not heard the story? The rector wished to grant him an honorary doctorate. The faculty disagreed. Nonetheless, Radovid arrived for the ceremony, donned a gown, collected his diploma, and when it was over, imprisoned the deans and the entire academic senate so they wouldn't raise a stink. I've been at Vilmerius Hospital ever since. But perhaps it's for the best. I'm far more adept, scalpel in hand, than I ever was behind a lectern. Diese Morde, gibt es Verdächtige? Ja, können wir ganz blöd fragen, weil wir haben sie ja schon längst gelöst, aber naja. Aber die zwei machen wir mal. Hubert told me about your past, even more vivid than I'd assumed. I've not time for riddles, Geralt. Be straight or be gone. Any truth to his claim that people died during the riots at the university? Died for your cause? I was young and stupid.
I thought a better future was worth any price, even a human life or two. But those are past sins, sins I've atoned for. So, jetzt lassen wir die Bombe platzen. Found and killed the murderer. It was Hubert. You were right not to trust him. He was a higher vampire. I thought nothing could surprise me in Novigrad. Seems I was wrong. Deeply wrong. Thank you, Geralt. Were it not for you, this would never have ceased. Farewell. How's... Better. Jo. Right? Okay. Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. For me and Priscilla. Don't mention it. Nothing a friend wouldn't do. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Es regt mich über Maßen auf, dass er keine Decke bekommen hat. Das stimmt. Wahrscheinlich wäre das aufwendiger zu animieren, als man glaubt. Aber ja, ist natürlich eigentlich Schmarrn. Fein, Quest abgeschlossen. Ole, ole. Schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ja, moin. So, was haben wir denn noch so auf dem Programm? Hauptquest ist Level 16. Sind wir zwar schon drüber, wir haben noch ein paar noch niedrigere. Ich weiß nicht, wie Triss heute noch helfen würde. Das ist ja auch recht lang. Wir können stattdessen mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar... Oder sagt ihr doch mal. Ja, wahrscheinlich... Ich glaube, ich hebe mir Gwent einfach auf für... ich finde es immer ganz gut für den Anfang des Streams, wenn noch nicht so viele Leute da sind. Deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern machen tatsächlich die Quest, wo wir Triss helfen. Und die Chance hätten sie zu romancen, aber ich habe ja schon gesagt, wir romancen nicht Triss. Also wie viele Kneipe waren wir schon mal drin? Ist nirgendwo. Hier ringt keine Glocke. Kurz reingehen. Vielleicht gibt es ja noch einen Wirt, den man abziehen kann. Der Knödelschmied? Der Knödelschmied ist Level 24 Quest, da würde ich noch ein bisschen warten mit. Ah, ich habe das Gefühl, bei ihr wären wir schon gewesen. Nee, waren wir nicht, glaube ich. Doch, waren wir schon. Ist so ausgegraut. Okay. Farewell. Ist aber die bestaussehendste. Charakter ist diskussionswürdig. Nee. Bin ich gerade verwirrt? Achso, Triss meinst du? Achso. Ja, das ist Geschmackssache. Ich meine, wir haben ja schon geklärt, dass all diese Magierinnen so designt sind. Und zwar auch in Time. Sie halt aussehen wie absolute Traumfrauen. Triss, den ich romancen willst. Ja, also wie gesagt, Triss und Yennefer sind beide eine glatte 10. Insofern kann man da jetzt nicht... kann man da jetzt nicht so richtig... Oh. Klar, ist Geschmackssache natürlich von meinem Geschmack. Fair enough. But I paid in advance, the entire month. You did, but you paid the old price. The risks are greater now and... I'm out of coin. But you've got something else, dear. Das Schieferhaus. And get out of here. Stop. I'll take it off myself. Get out! Now! Sorry. Didn't know if you wanted me to interfere. I didn't.
Their behavior, disgusting, I know. But they deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. Alex steht nicht so auf Rothaarige. Ja, meine Frau hat blau gefärbte Haare, insofern kann ich da offensichtlich kann ich da nichts mit anfangen. Da stimmt schon, die Hand tatsächlich viel riskiert. They took a risk, sure, for a hefty fee. Yes. The thing is, they could have taken the coin and turned me over to the hunters, but they didn't, which was extremely honorable by Novigrad standards. Please don't make excuses for them. Geralt, we could debate morals or any number of other topics, but I don't have time Die hat for auch nie that rote now. Haare. You saw what's happening in the city. How can I help? Everything's falling apart. I don't know where to start. I should get all the mages to the docks as soon as possible. Get them on board this ship. But Bertold and Anise have yet to show up at the meeting point. Bertold and Denise. Who are they? A young couple. He's an alchemist. Had a practice in Gildorf. She studied at Aretusa. I'm worried the people who hit them might have turned them in. See? My hosts weren't all bad. Niemals Bluehead, wie sie immer genannt wurde. Nur 22 Jahre, das zählt nicht. 22 Jahre ist ja zufällig auch Jamas Alter, wie wir gelernt haben. Won't be easy getting to the port. Lots of guardsmen in the streets. So we won't take the streets. In case of trouble, we were all to meet at the Kingfisher. There's a passage into the sewers from the cellar, and apparently those can get you all the way to the docks. I know the Novigrad sewers. Won't run into any hunters there, but that doesn't mean it'll be safe. That's why I'm asking you. I need you to find the way to the docks, clear the path for the others, and do it quickly. The hunters could figure out our plan any minute. Now you understand my predicament? Help two and put all the others at risk. Or go straight to the Kingfisher, abandon the two to certain death. What do I do, Geralt? Klar, wenn wir den, das kriegen wir schon hin. Jamas 22, das ist verstörend. Das hat er letztens hier behauptet, das wäre sein Alter. Ich weiß nicht, wer darauf kam. We should help Anise and Bertold. To write them off like that, it'd be cruel. Fine. But then we need to go now. Clock's ticking. Lead the way. Wir sind nur so aus, weil er so oft versucht hat, Cthulhu zu beschwören. Ja, das Ding ist, entweder du versuchst und es klappt nicht, dann ist es egal, oder du versuchst und es klappt und dann ist alles egal für alle. Das hat ja schon seit Jahren. Oh, okay, okay, wir kämpfen, alles klar. Noch so einer? Da hinten. Where's this hideout? Not far. In the bits. Now, quiet, Geralt. We'd rather not draw any attention to ourselves. Wir sollten besser nicht Aufmerksamkeit auf uns ziehen, deswegen rennen wir. Weil das niemals Aufmerksamkeit. Oh. Ey, das ist kein Stealth-Game. Achso, nicht erfolgreiche Versuche können auch zermürbend sein. Ja, vielleicht schon. Wenn du was Falsches beschwörst zum Beispiel. Ja, sind wir fertig jetzt hier oder was? Ah ja, okay. This is them, just as I said. Now sorcerer in his core. She's into the witchcraft too. Good work. Sack him. No, I beg you. We've done nothing wrong. Right. Hear that several times a day. What about my reward? Given me no choice. You all right? Can you walk? Yes. I'll not leave here. I'm no fool. Bertold? Have you seen what's happening out there? They'll catch us before we can reach the port. Catch us and kill us. Ja, sie haben mich hier drin auch schon erwischt.
I can't guarantee you'll be safe if you come with us, but if you stay here, you will definitely die. He's right. We'll hide somewhere. Wait it out. Darling, I beg you. Shut up! I told you last winter we should leave, but no, that didn't suit you. Well, here's your comeuppance. Ja, und deswegen ist es immer noch eine gute Idee. Okay, ich muss jetzt offenbar Axi einsetzen. Wollte ich eigentlich diesen Durchlauf nicht machen, aber okay, wenn es so sein muss. We're going now. Going? Thanks. We need to join the others as soon as possible. Meine Cat tauschen an, damit ihr was seht. So. Stop. There, 2 more. Grab them. Have you checked the sewers beneath the Kingfisher? No, didn't think we'd have to take that route. To think a year ago, guardsmen bowed to mages they passed in the street. Now we have to flee the city like rats. You could stay. You'd manage it somehow. The others will never make it without me. Think I pissed me trousers. Ah! No guardsmen or hunters in sight. Everything seems in order. Or we're too late. Damn it, they're here already. Watch his whirling! Disarmed. Hm. Ich hätte nicht erwischen, was ist das für ein Quatsch? Aber weißt du was? Fang! Gut. Damn it. We took too long. Too long? We set out to rescue 2 people. Yes. And lost one. War das der Wirt? Und wenn ja, habe ich seine Gwentkarte schon. Good thing we got here before they found the hatch. Grabbed the others. This is not about numbers, Geralt. This is no time to mourn. Come with me. Warte mal, ich meine mich zu erinnern. Da hinten? War das hier? Nee, offenbar nicht. Ah, hier das Zimmer nämlich, genau. Ich glaube, da war... Nee, This way, falsch. Geralt. Diese Kiste hier, kurz gucken. Nee. Okay, dann bin ich vielleicht paranoid und habe das nur geträumt, dass man die Gwentkarte von dem finden kann. Vielleicht haben wir aber auch schon gegen den gespielt, das kann auch sein. Triss, what happened upstairs? Is everything all right? No, everything's not all right. Geralt, wait a minute. I need to see who made it. Why the tears, my dear lady? You shouldn't worry yourself. It tarnishes your beauty. Guess you must have worried quite a bit. No, I was born ugly. You fleeing to Kavir too? No, but I am helping the others set off. You know me. Bleeding heart and all. Yeah, I know you. You don't have a heart, bleeding or otherwise. Frankly, I'm surprised at your insight into my anatomy. But on a more serious note, I look forward to having friends in Kavir, especially among King Tancred's entourage. Triss is about to speak. We'll talk later.
We've waited long to escape. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could acquire enough coin to hire a ship. Till we could find a captain we could trust. We've waited too long. There's no more time for hesitation. We must leave Novigrad today. This is madness. Hunters stand on every corner. So we'll get to the port through the sewers. Garrett will clear a safe path for us. They'll catch us anyway. You'll see. They'll catch us and kill us. Perhaps. In which case we'll die with dignity. Weapons in hand. Not tied to a stake, begging for mercy. Gonna enter the sewers now. I'll signal when the path's clear. You follow my trail, and don't stray from it, no matter what. I will go with Geralt. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. We'll meet there. I hope. Triss, really want to go with me? No offense, but... Offense taken. Stop talking and lead the way. I swear, I'll drop magic for good. If I can only bloody get out alive. You can't, you won't. You've got Radovid and the church against you. They want magic to vanish. Us along with it. Thanks for help. Oh, that's clear. No need to thank me, really. No, there is. You don't know how much it means. To have someone you can rely on in this fucking city. It's alright. It'll be over soon. Soon. Ja. Okay, wir machen vielleicht erstmal die Monster kaputt. Und dann gucken wir uns mal hier um. Und da ist eine Kiste. Wenn der Ben das jetzt sehen könnte, wäre so stolz auf mich. Sackgasse, okay. Damn it! No way through! All is lost. Nicht der Lootsucht nachgeben, ja, ich weiß, aber... Library. Gonzalo de Verseo's poems. Jacob of Varaz's chronicles. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. We should hurry. Okay, Leute. Wer pflegt diese Bibliothek? Wer... Oh, die gesammelten Werke. Oh, wir haben gleich noch ein Gedicht zu lesen. Wer pflegt diese Bibliothek in einer Kanalisation, wo es feucht ist wie Sau? Wer lässt die Fackeln an? Ich weiß ja auch nicht. So, die Liebe. Die Liebe ist ein Kartenhaus, ja eine Schachpartie. Ein falscher Zug, schon ist vergebens alle Liebesmüh. Tufte, tufte. Die Gezeiten sehe ich, wie die Wogen gehen, packt die Furcht mein Herz. Werde ich sie wiedersehen oder bleibt mir nur Schmerz? Versmaß? Sage mir, o Meeresflut, was in der Ferne du treibst und ob du einst, man weiß ja nicht, dort wo du hingehst, bleibst. Ich lese mal. Hat's was von Heinz Erhardt. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht, das hat ja Zeit. Triss, found an exit. Oh, for a minute I actually thought we were doomed. Wo ist der Ben, wenn man ihn braucht? Ja. Stop. Hear that? Damn it, that's a lot. Morgen kannst du dir fragen, ach stimmt, es stimmt ja morgen. Wann geht's bei euch los? 7? Show me what you got. Lovely. No wonder there were so many rats. We're right under the main square, next to Carlo the Cleaver Vares's headquarters. Can't be a coincidence. His debtors wanted to disappear without a trace. Everything all right?
bites on my feet and calves. Nothing really. Need to clean your wounds. Infection will set in otherwise. Later, So gegen 19 Uhr, let's find a way okay. to the port first. Ja, ich hätte ja auch erwogen, morgen zu streamen, aber das wird mir natürlich eine Menge Publikum ziehen. Vielleicht fange ich später an, ihr könnt mich raiden oder so. Weil der Ben, glaube ich, gar kein Raider ist, ne? Ich glaube, der glaubt da gar nicht dran. Given me no choice. Hier lohnt sich hier nicht wirklich. Body's pale, dried out. Ist hier Vampir oder was? Wounds around the neck and shoulders. Was ist mir hier? Claw marks, long and sharp. Lantern's still lit. Died recently, from bites to the neck. A lesser vampire. Stay close to me. War da was Rotes? It's a catachan. A what? A vampire. Watch out for its venom. Mm-hmm. Luckily. Luckily. Steady source of income. Come on, let's go. Da tue ich was dran. Jetzt auch wieder so eine monströse Gestalt. Ich glaube, so sehen niedere Vampire von Haus aus immer aus. Und die höheren können aussehen wie Menschen. Ich glaube, so rum ist richtig. Um nochmal darauf zurückzukommen. Finally. You bloody took long enough. Did you have time to look around? How's the ship? Creaky piece of junk. Wood's rotting. Sails are prone to rip like an old pair of knickers. And the... Will we make it to Kavir? Provided you don't run into any storms. I'll signal the others to come. Need any help? Can I play the violin for you? Fetch some flowers or bonbons? What the hell's that mean? What? Don't tell me you don't plan to beg her to stay. Why do you even care? I adore love stories. Especially the ones that end happily ever after. Hunters! Hunters approaching! Board the ship! We want them alive! Oh, hier, der Dijkstra mit der Axt. Do I look like a fucking witch to you? Let's do this. Bloody blasted
Dijkstra, I don't know how to... No time for courtesies, my dear. Get on board. One last farewell. Thank you. I'll never forget what you did for me. And what we had together. Do I look like a fucking witch to you? Ja. Übrigens auch ganz schön, ne? Die beiden großen Questen, die wir jetzt gemacht haben, also die mit dem Mörder und das hier jetzt mit Triss, die Marke rettet, beides Nebenquesten, sind beide überhaupt nicht erforderlich, ein Spiel durchzuspielen. Ist einfach so. Klar. Leb wohl, Triss, ich romance Jennifer. I'll remember you too. Always with a smile. This is my smiling face. Coming! Take care, and give Siri a kiss from me once you find her. You're an ass. What? An ass. An oaf. A twit. Didn't even try to stop her. Muss man sich entscheiden oder kann man alle romanzen, wenn man möchte? Spoiler für die Romance-Option in Witcher 3. Also, für eine dauerhafte Beziehung muss man sich entscheiden. Du kannst am Ende mit Yennefer oder Triss eine dauerhafte Beziehung haben. Du kannst auch versuchen, beide zu romanzen. Also, wenn ich sie jetzt geromanced hätte, hätte ich im späteren Gespräch mit Yennefer auch die Option gehabt. Dann gibt es eine Zwischensequenz, die ich nur von YouTube kenne, weil ich das nie gemacht habe. Wo später im Spiel die beiden so tun, als würden sie Geralt auf einen Dreier einladen und er dann sich total freut. Oh, cool. Und dann fesseln sie ihn ans Bett und lassen einfach da hocken und stoßen mit einem Glas Sekt an und dampfen ihn dann gemeinsam quasi. Finde ich ganz cool. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Frauen, mit denen Geralt so mehr oder weniger romantisch involviert ist. Also Shani, die wir in der Erweiterung treffen, mit der können wir auch da an Ortsstelle quasi was anfangen. Aber es ist keine dauerhafte Romance-Option, weil sie dann ihre Wege geht. Also insofern, man muss sich entscheiden, was um das echte Romance-Ding geht, muss man sich schon entscheiden. Wenn es nur darum geht, unverbindlich rumzuvögeln, kann man das tatsächlich auch mit Romance machen. Also Yennefer oder Triss, entweder sie merken es nicht oder sie ist ihnen egal. Das weiß ich nicht so genau. Das heißt, wenn wir jetzt irgendjemanden romanzen, kann man immer noch später im Spiel irgendwelche sexuellen Angebote, von denen es noch so eine Handvoll gibt, irgendwie mitnehmen. Ja, das ist so, das können wir dann gucken, wenn es soweit ist, ob ihr das machen wollt. Aber das ist ja dann so jedenfalls die kurze Antwort auf deine Frage. Lustige Aktion. Mist, das ist doch die beste Option. Sorry, Caps Lock. Ja, es wäre keine wirklich gute Option, weil also zumindest Geralt damit nicht glücklich wird und Triss und Yennefer wären ja auch ganz gerne und so. Finde ich auch, dass es das beste Outcome ist. Also für Geralt definitiv nicht und den spielen wir ja. I'll ask again. Got interrupted last time. Why the hell do you care who I'm with? If I say it's because I like you, want what's best for you, would you believe me? No. Wise. You should stay out of politics. I know it, you know it, and Triss knows it, which is not insignificant. Your other lover, not so much. She's cuddled up to Nilfgaard, and you'll follow her as always. And one day, we might find ourselves on opposite sides of the barricade. It'd be a damn shame. But that seems a distant future to me. Right now, we should talk about the more immediate. Das ist so eine super Anekdote, mit der man später lachen kann. Ja, schon, keine Frage. Ich habe es jetzt schon erzählt, also ihr könnt es auf YouTube ja angucken. Der Witz ist ja jetzt schon quasi raus. Dijkstra, what are you plotting this time? What would you say? How many mages did we save altogether? Dunno, didn't count. 30, maybe, give or take a few. And how many would you say remain in the north? How many alchemists, healers, herbalists? 2,000? 3? Doing a population count? Is that it? No, I'm concerned. In Novigrad they had us, we were here. But who'll save those in Rimba? Banard, Ardcaraig, Gullet? You know damn well that daft bastard Radovid won't rest till he's killed them all.
Every last one. Yennefer and Triss included. Moving as speeches go. Now get to the point. Why are you telling me this? Because I want you to help me kill Radovid. Ich finde, Geralt ist gut für andere Frauen. Ich finde aber, er hätte es einfach verdient. Also, ich sag mal so, wenn man das macht als Spieler, dass er dann quasi beide gleichzeitig parallel laufen lässt, dann hat es natürlich auch verdient, gedammt zu werden. Frauenpower demonstrieren ist immer gut in jedem Spiel. Ich bin völlig allergisch gegen den Begriff Frauenpower, aber an sich ist es natürlich richtig. You that concerned about the mages of the world? Expect me to believe that? Actually, yes. But not because I'm sensitive or it gives me a heartache, true. To my mind, this systemic persecution is foremost a symptom of a far more serious problem. A madman rules Redania. I served Vizimir, Radovid's father, was his head of intelligence for more than 2 decades. Together, we transformed Redania, made it the North's most powerful realm. Any idea what made it strong? Its armies, I'd wager. And you'd bloody lose, you idiot. Mass mobilization, inciting peasants to take up their scythes, straighten them. Where's the art in that? Much harder to build a strong state with healthy commerce, manufacturing, solid alliances, progressive science, and fair, independent courts that hand down just judgments. Vizimir and I managed to do just that, through years of fucking hard work. I will not sit on my hands as that little shit squanders that. Radovid the stern, my arse. Radovid the witless, I'd say. Will you help me, Geralt? Dijkstra ist ein toller Charakter. Ich liebe Dijkstra. Dijkstra ist fantastisch, weil er einerseits total verständliche Motivation hat, die er uns gerade erklärt hat, ne? Und eigentlich sogar das Beste für sein Land will, was ja echt mal erstmal völlig in Ordnung ist. Aber natürlich auf dem Weg dahin völlig gewissenlos der Bastard ist und dabei noch sauwitzig. Also vor ein paar Streams, als er diesen Gag gemacht hat, warum er sauer auf Dandelion ist, den fand ich ganz herausragend witzig. Insofern super Sache. Welchen Begriff hättest du gerne? Ich wollte erst Verbrüderung von Frauen schreiben, aber das ist schon eher lächerlich. Und Verschwesterung zu schreiben ist auch doof. Solidarität fände ich einen guten Begriff. Ich finde Frauenpower, das ist einfach so ein persönliches Ding von mir. Und auch Powerfrau, was hier das Umgekehrte ist so, es riecht für mich so nach 80er Jahre Emma-Feminismus. Finde ich irgendwie ganz, ganz wahr. Aber Solidarität unter Frauen ist natürlich super und wichtig und wäre in dem Fall sicherlich auch vernünftig als Begriff. I don't kill kings. Just not a regicide. Rumors to the contrary be damned. I know. I'm merely asking for your aid in organizing the assassination. Someone else will strike the blow. Dijkstra. Might not have heard this, though I'd find that hard to believe. But Witchers are neutral on principle, so... Oh, bollocks. That's a convenient excuse you lot try to hide behind every time the temperature rises. It's grown hot, my friend, and it grows hotter still. Pyres burn in every city. For mages great and small, your female friends included. For non-humans, for witchers soon. Is that the North you espouse? The North you're prepared to live in? Silence. Cards close to your chest, I understand. To slay a king, it's not exactly some bloody necker contract. You think on this. Think on what I said. And if you conclude you'd rather change the course of history instead of riding its current to hell, you come find me. At the Passiflora in the Garrett. I'll be waiting with my mates. I'll think about it. So long, Geralt. Another Fun Fact übrigens, die Quest, die uns jetzt angeboten wird, dass man hilft, den König zu ermorden, habe ich damals auch nicht gemacht, weil ich dachte, nee, das ist mir irgendwie zu, weiß nicht. Und habe es natürlich, also beim zweiten Durchspielen dann gemerkt, okay, die ist auch natürlich cool, weil wir machen sie natürlich schon. Emanzipation, weiß nicht, ob es das identische Wort, also dasselbe meint in dem Fall. Ist übrigens auch so ein Begriff, den man gar nicht mehr so viel hört.
Immer Feminismus war ein tolles Wort. Ja, inzwischen ist es ja auch eher so eine Art Schimpfwort, bei der, so wie sich Alice Schwarzer und die Emma die Richtung bewegen, sag ich mal. Insofern. Dijkstra ist ein Algorithmus, kann ich vom Namen her noch aus dem Studium. Den Namen hat ein echter Nerd ausgewählt. Echt? Aber was gab's denn zuerst, den Algorithmus oder den Romancharakter? Weil den Dijkstra gab es ja auch schon aus den Büchern. Was? Ja, ich habe irgendwie gedacht, na, klar, der ist irgendwie ein Arschloch, aber das geht mir jetzt irgendwie nichts an. Natürlich müssen wir Radovid umbringen. Dijkstra hat recht. Ja, das sehe ich ja auch so. Aber diesmal, also dieser Durchlauf hier im Stream für euch, da mache ich ja alles. Deswegen machen wir das auf jeden Fall sowieso. Der Name kommt von einer Person. Der Name für den Algorithmus dann? Krass, das ist tatsächlich schon, wäre tatsächlich schon die nächste. Nämlich Level 14. Das wäre jetzt die nächste auf unserer Liste. Dijkstra ist scheinbar wie Müller oder Schmidt nur auf Niederländisch. Okay. Gut, Frage ans Auditorium. Ich könnte noch diese Quest jetzt anfangen oder machen. Den Königsmord. Frage ist, wollt ihr das jetzt sehen oder wollen wir das nächstes Mal machen, wann immer nächstes Mal ist? Und dann spiele ich das noch ein bisschen Gwent, um noch ein paar Karten. Oh, da sind noch Leute. Noch Gegner. Und ein bekannter Informatiker war ein Herr Dijkstra, daher der Name. Ah, okay. Siehst mal, alle wieder was gelernt. Gauner, ihr seid nicht mal die Priester vom ewigen Feuer, was seid ihr für Typen? Na fein. Lieber richtig Questen noch. Also, dann machen wir das jetzt noch. Ich warte erstmal auf die Sonne. Naja, was hier also als Sonne durchgeht. Trifft Dijkstra an der Passiflora. Alles klar. Hau raus, das Kartenspiel. Achso, Prophet sagt Kartenspiel. Jetzt muss noch irgendwie du hast recht, wird noch der Erfinder benannt. Jetzt brauche ich noch eine weitere. Oh, warte mal, wir haben hier eine Spontan-Quest. Oh nein, das ist der Typ. Prepare for battle. You shall not have it easy this time. Brought friends? They all pledged to defend Maid Bilberry's honor too. No. No, they defend justice. For it is only fair you face a threesome. Is that so? Yes, for you are a rogue and a cheat, sir. You never revealed yourself to be a witcher. You're right. Guess you had no choice in that case. But I'm still not gonna fight you. You must, or I shall cut you down, honorably, though without mercy. Okay, ich fürchte, das ist jetzt schlecht für euch. Ich habe zweimal die Gnade gewährt, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Ja, das war schon einfach hier. Ich habe keine starke Meinung, was die anderen sagen. Machen was anderes nebenbei und höre nicht 100% zu. Ja, das ist völlig okay, das mache ich auch ganz oft. Wenn ich auf Twitch zugucke. Gut, dann machen wir jetzt noch die... Ah. Okay, warte. Ich werde hier ständig von irgendwelchen Leuten angequatscht. Sekunde. What is it? We've a problem, Master Witcher. Mate of ours got injured, and we can't seem to find him. Poor lad could bleed to death. You tracked many a monster. Would you sniff our friend out as well? We're willing to pay. Why not? Short delay won't hurt. Lead the way, Master Witcher. Quick as you can, though. Poor lad needs help. Need some kind of lead first. Any clues? Yeah, he ran. Toward the port. Came out of the sewers. Sewers? Should be an easy scent to follow. Wie du sie einfach halbierst. Ja, so bin ich. Das macht er vor allem, wenn ich was will. Ich schließe meine Kinder ja weg, wenn ich hier zugehe, damit ich voll konzentriert bin. Ja, das ist genau der Spirit. Oh, halt, jetzt habe ich gerade Sekunde. Sekunde. Wo wir gerade die gesperrte Stadt. Gut, wo ist der Geruch? Soll denn der sein, der Geruch? Ah, aber da ist was. Ah, aber hier ist mal richtig. Imprints. Traces of sewer slime. Definitely not a trap. Nee, ich fand auch, die wirkten vertrauenswürdig, die Typen.
Fresh. Take pity, sir. I've a sick child. Even more misery besides. Why are you bothering him, you grub? Can't you see he's busy? Gotcha, Horson. That was 5 stone of the purest fist tech you put to the torch. Do you know what it was worth? All right, Witchman. Take your coin, bugger off. Okay, Leute. Wollen wir sie den Typen umbringen lassen? Der offensichtlich ein drogenschmuggelnder Priester des ewigen Feuers ist, also keineswegs ein Sympathieträger. Oder aber sagen wir, nee, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen unfair, das machen wir nicht. Chat activate. Ich glaube tatsächlich, wir machen das mit der Quest nicht mehr, weil jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten verloren und lohnt sich ja kaum dann. Weil ich glaube, die Quest selbst ist auch keine Sache von 10 oder 20 Minuten. Vielleicht heben wir uns doch lieber für nächstes Mal auf. So, Prophet sagt Kill, was bedeutet, wir töten die, also Hände weg. Also sagt Jorinde genau dasselbe, das heißt, wir haben 2:0 Stimmen. Wenn das so ist. 3, 2, 1, los. Leave him alone. Wonder of wonders. A witcher defending a mage hunter. Next we'll have mice sticking up for cats. I'm not joking. Ain't ya? Fine, we'll talk serious then. I didn't expect help from the likes of you. Shouldn't be so quick to judge, maybe. A lesson your colleagues could use, too. Listen, I've lost much blood. I need a medic to patch me up. Quickly. Will you help? Okay, wir haben jetzt nochmal die Entscheidung, ob wir ihm helfen oder es bleiben lassen. Bitteschön. Jorinde sagt, wir helfen. Razopaltov sagt, wir helfen. Das wären auch schon 2 Stimmen. 3, 2, 1, okay. You hunters sure are polite when you need something. Fine. Do you a favor. Against my better judgment. Give me your hand. Ach, wir haben tatsächlich ins Krankenhaus gebracht. Na dann. Fascinating the way your eye. Nee, das ist falsch. Priscilla liegt immer noch darum. Oh, okay. Mal kurz, wenn das Krankenhaus ist, da habe ich mich das letzte Mal schon verlaufen. Wie muss ich denn da raus? Ah, hier, guck mal. Oh. Okay, immer noch eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, die andere Quest fängt jetzt doch nicht mehr an. Wird doch zu spät. Sorry. Lass mal das Pferderennen machen. Das ist auch mal erledigt. Life, you gotta take risks to know you're fat. No, I'm sure to get sick. Hier ist jetzt der besoffene Friseur. Presence is an affront to the eternal fire.
Schon mal die Streamprognose fürs Wochenende. Hat es ja schon angedeutet. Ob ich morgen Abend streame, entscheide ich spontan. Wenn, dann vielleicht so ab 8 oder so, keine Ahnung. Oder ab 9, weil Yama streamt ja morgen nicht. Dann kann ich dann das Yama-förmige Loch in eurem Herzen vielleicht ein bisschen. Aber ich will auf jeden Fall am Sonntag so ab ca. 11 Uhr streamen. Das hat sich letztes Mal als super angenehm erwiesen. Und dann so lange wie ich Lust habe, weil ich am Sonntag nichts weiter vor sonst. If you've coined for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. Na klar. I want a race. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Ich verspreche nichts, bin sehr busy dieses Wochenende. Ja, das ist ja alles kann, nichts muss. Oh, der geht ab. Meine Güte. Okay, so. Na komm. Wieso? Hallo, wieso kann ich nicht sprinten? Was ist hier los? Sprintet der Gaul nicht? Ist die Tastaturbelegung geändert? Durchs Update? Wundern. Sprinten, umschalten links. Galopp, Kante, umschalten links. Nee. Das ist ein Scheißtrick. Wieso geht denn das nicht? Na, hält einfach kurz an. Ja, was ist denn das für ein Mist? Wieso kann ich nicht sprinten? Ich würde gerne sprinten. Na, das ist ja fantastisch. Gut, es wird natürlich nichts hier auf die Art. Ist eher so ein gemütliches Rumtraben hier. That's it, Roach. You won't be as cocky once the Baron's men whip your arse. The plague! Spiel ist aber auch sehr fair, was die Geschwindigkeit des Gegners angeht. Ja, der bleibt schon so ungefähr in meiner Nähe, aber wahrscheinlich wird er jetzt trotzdem sich nicht nehmen lassen, vor mir ins Ziel zu gehen. Immerhin wartet er wieder auf dich. Ja, ja, ist total nice eigentlich. Ja, ich hoffe, dass sie das mal bald patchen hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wah, wah. It's no shame to lose to the best, which doesn't mean you shouldn't keep trying. Shall I sign you up for another? Wann anders. Captured and displayed in the sideshow. So ein Quatsch, ey. It could be quite profitable. Na gut, was ich hier. Was ist denn das für ein Quatsch? Wo ist denn hier der nächste? Der nächste Wegpunkt. Ja. Was sind denn für Typen? Okay, das sind nur die, da hängen die Reiter herum, krass. Oh, okay. Kann ich da aber in das Anwesen rein? Ja, kann ich. Geil. Oder nee, es ist gar nicht das Anwesen, es ist nur der Garten am Anwesen. Schade. Gut, dann machen wir noch ein, zwei Gewinnspiele.
So, wo ist der Wirt? Ach, das ist der Wirt, der manchmal nicht da ist, ne? Den Bug hätten sie vielleicht mal ändern können. Rast mal eine Stunde, dann kommt er manchmal. Genau, das ist ein altbekannter Bug. Vielleicht macht er einfach Mittagspause und ist eine Gewerkschaft oder so. Change? Wouldn't mind a drink. Show me what you got. Hast du Gewinnkarten? Nein. They say you play cards. They don't speak idly then. Times are tough, and rare cards are often worth more than a fistful of gold. So, will you play? Let's. But you won't. Spielt der Nilfgaard? Oh, warte, okay, wenn das so ist, kann ich mit einer Karte die Runde an mich nehmen. Die schwarzen Zahlen sind immun gegen Effekte, richtig. Hier diese Legendaries quasi mit den schwarzen Zahlen und diesem flammenden Rand sind immun gegen alle Spezialeffekte, positiv wie negativ. Ich kann die auch nicht mit so einem Horn irgendwie verdoppeln, das geht auch nicht, ne? Aber sind auch immun gegen Wettereffekte und Scorchen, die sind ganz Quatsch. Also die stehen einfach wie eine 1 im Feld. Ich verabschiede mich. Alles klar, Jorinne, schön, dass du da warst und ich werde wahrscheinlich morgen dann irgendwie posten, wie ich es mache. Aber wie gesagt, Sonntag auf 11 Uhr ist definitiv gesetzt und morgen Abend entscheide ich spontan. Na, ich passe mal. Bei den Punktzahlen haben sie positive Effekte auch gar nicht. Aber die nötig, wahrscheinlich. So, das ist in Ordnung, dafür habe ich jetzt mehr Karten übrig. Wobei, ziemlich Schrottkarten, muss man einfach mal sagen. Nötig, ne? Genau, ja. Jo, mach halt Scorch für eine Karte. Ist ja lustig. Nebel habe ich auch. Must admit, I scoffed and lost. Well, stupidity's got its price. My prize card's yours. Jetzt haben wir Menno Kohlhorn, eine Nilfgaard. Das ist ein Nilfgaarder Offizier. Dafür geht nach Hause. Sie hier, so. Finde eine Karte mal. Ah, genau. Das ist nämlich da, wo der Wirt von den Hexenjägern ermordet worden ist. Da waren wir gerade. Und da wir nicht mehr gegen ihn spielen können, hat das Spiel freundlicherweise daran gedacht, dass man die Karten noch finden kann, wenn man jetzt einfach in die Kneipe reingeht.
I love Priscilla. Oh, das sehe ich zum ersten Mal. Die Frage ist, hat das Dandelion dahin geschrieben? Ich glaube nicht. Und wir gehen mal in den Raum, weil ich erinnere mich ja dunkel, dass es da gewesen ist. Da, Tibor gebracht, da ist er nämlich. Haben wir uns im Prinzip sogar ein Spiel gespart. Aber auch ein Lift gerade, ne? Ja. Not a headache again. We're in for rain. Scheiterhaufen kugeln immer noch. Hab ich noch eine Event-Quest? Ja, bin ich hier. Okay. Nö, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Sack zu für heute. Ist doch ein guter Punkt. Und das heißt, im nächsten Stream, wann immer er sein wird, kümmern wir uns darum, dass König Radovid V. die Radieschen von unten sehen wird. Ansonsten machen wir uns vielleicht irgendwann auf nach Skellige, um die Hauptquest mal weiter zu betreiben. Guckt das an, ey. Gut, ich schaue noch nach, ob ich euch irgendwo reinraiden kann. Oh, und was er macht zum Abschied noch. Sekunde, bin gleich für euch da. Nee, ist nicht tatsächlich. Außer ich raide Familien-Nerd, das könnte ich eigentlich machen. Ah, außer ich habe Caps Lock an, dann wird es vielleicht ein bisschen komisch. Oh, trinke ich noch einen Schluck Wasser, wie mir gerade befohlen worden ist. Cheers, vielen Dank. Also, fantastischen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann vielleicht morgen Abend, aber sicherlich am Sonntag. Und bis dahin macht's gut. Ciao.